Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interview mit einem Imker. Wir haben Sebastian heute zu Gast. Sebastian ist Nebenerwerbsimker auf Rügen. Vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Sebastian, bin 32 Jahre alt, bin hauptberuflich Grundschullehrer und habe die Imkerei für mich seit ein paar Jahren entdeckt und das Hobby wächst und wächst, würde ich mal sagen. Wie bist du zu Bienen gekommen? Ich hatte auf Ja, deiner das Homepage, war, Entschuldige, ich hatte auf deiner Homepage gesehen, dass du bei einem Kollegen irgendwie erst mitgearbeitet hast oder so und dann. genau. Also meine Freundin, da ist der Onkel Imker und da bin ich irgendwie mal mitgekommen, weil er gefragt hat, möchtest du mal mit anpacken? Da habe ich gesagt, naja, wenn du mir Handschuhe und einen dicken Anzug gibst, dann komme ich mal irgendwie gucken. Und dabei ist es aber nicht geblieben. Ich bin dann irgendwie jedes Mal mitgefahren, fand das total fasziniert. Er hat mir so die Grundlagen sehr gut erklärt. Und dann bin ich 2 Jahre fast mitgefahren, bis ich dann irgendwann gesagt habe, auch jetzt versuchst du es mal selber irgendwie und habe den Schritt auch nie bereut. Und dann hast du angefangen wahrscheinlich mit 2, 3, 4 Völkern. Und Genau, dann ich habe mit 3 Ablegern angefangen und das sind dann kontinuierlich mehr geworden. Das ist jetzt das 8. Jahr, wo ich Imker und ja. direkt auf der Dant oder klassisch auf? Also wo ich gelernt habe, war tatsächlich auch schon im großen Brutraum, sprich Deutsch Normalmaß 1,5, was mir schon Hm? sehr, sehr gut gefallen hat. Durfte dann aber immer schon mal mitkommen zur Berufsimkermesse nach Soltau. Das war natürlich ein Highlight, wenn man keine Ahnung hat und da schon mal die ganz großen Imker sieht, die mehrere hundert Völker haben. Durfte da an einem Vortrag teilnehmen über den angepassten Brutraum und ganz schnell war ich bei der 12er der Dandbeute und habe mir die gleich von Anfang an gekauft und bin sehr zufrieden damit. Ja, glaube ich. Weißt du noch, wer den Vortrag gemacht hat? Das war noch Hans Bär. Das wollte ich gerade fragen. Das ist bestimmt spannend gewesen, ne? Ja, genau, das war noch der alte Lehrmeister. Da habe ich das noch aufgesogen wie ein Schwamm. Ja. Und jetzt versuche ich das so ein bisschen zu verwirklichen, seinen Traum, wie auch immer. Mal gucken. Ja. Okay, cool. Das heißt, wenn du nach Hans Bär und so, du wartest sehnlichst darauf, dass der Schnee jetzt weggeht und dass du schieden kannst? Ja, richtig. Okay. Also heute sind wir nochmal richtig eingeschneit und ich habe die Völker nochmal kontrolliert. Vor allem war ein Deckel weggeflogen und so eine Scherze. Da hat man jetzt natürlich überhaupt keine Lust drauf. Aber Völker sind alle gut, glaube ich, und alle summen noch, was ich so gehört habe. Und ich denke, dass der Winter sich trotzdem bald erledigt hat und dann wird ein bisschen eingeengt. Vielleicht nicht ganz so krass wie nach Herrn Winter, aber ein bisschen was werde ich schon zusammenschieben. Okay, sehr gut. Dann lass uns direkt mal in die Vollen einsteigen. Direkt hier mit so einem Streitthema, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ich habe mit einigen Imkern schon gesprochen und ich habe alles gehört. Von Heike Aumeier zum Beispiel, ist ja sicherlich auch ein Begriff als Backfast-Imker, Ja. die mit dem Schieden sehr, sehr großzügig ist und er dafür sorgen möchte, dass die Kiste voll ist, dass das Riesenvölker sind und so. Dann Jürgen Binder mit, und wenn die nur 2 Waben haben, dann setze ich die auf 2 und so. Wie ist deine Meinung dazu? Wie machst du das? Ja, ist eine schwierige Kiste, was du schon gesagt hast. Das ist wirklich ein großes Streitthema, glaube ich, so ein bisschen in Deutschland. Jeder weiß es irgendwie besser. Und ich mache das aber mehr oder weniger nach Gefühl, will ich nicht sagen, aber ich versuche das irgendwie so einen Mittelweg zwischen den beiden zu finden. Also so wie Heike mache ich das nicht. Sie lässt sie ja wirklich volllaufen, die Völker. Und ich glaube, da ist die Entwicklung langsamer. Das habe ich die ersten Jahre mal so probiert, wie sie das gemacht hat. Und jetzt habe ich es ein bisschen enger gemacht, so ein bisschen an Jürgen Binder angelehnt. Und ich muss sagen, da ist doch schon eine Verbesserung im Frühjahr zu sehen. Erweitere dann aber nachher im Frühjahr, Sommer trotzdem mehr Waben, als Herr Binder das so vorschlägt. Er sagt irgendwie bei 6 Waben maximal, da ist Feierabend. Da ich aber mittlerweile doch sehr tief in die Zucht eingestiegen bin, möchte ich natürlich meine Völker auch so ein bisschen testen und gucken, was können die Königinnen, die alle so von der Belegstelle kommen. Ist der Schwarmtrieb wirklich nicht da, auch wenn ich da 8, 9 oder 10 Waben da dann reinsetze in die Kiste. Und wenn sie dann immer noch nicht schwärmen, dann ist es für mich eine tolle Königin, wo ich nicht viel Arbeit habe. Und so kann ich auch im Nebenerwerb viele Völker bearbeiten. Okay. Das heißt, wie erweiterst du? Mit Mittelwand hinterm Schied und dann, oder einfach sagst du jetzt, so, ist voll, kommt eine neue Futterwabe Genau. rein. Ja.
Also grundsätzlich mache ich das immer so, wenn alles bebrütet ist, fange ich nach und nach eine Wabe zuzuhängen. Wenn ich eine ausgebaute habe, hänge ich natürlich gerne eine ausgebaute hin. Aber man hat ja nicht nur ausgebaute Waben und deswegen muss auch die Mittelwand dahin. Ein bisschen ungerner, muss ich schon sagen, weil ich glaube, das verbraucht doch schon viel Energie, bis die Bienen die ausgebaut haben. Und das merkt man wahrscheinlich auch ein bisschen im Honigraum. Aber ich bin jetzt auch nicht auf jedes Kilo angewiesen, muss ich auch dazu sagen, weil ich das ja, wie gesagt, nicht im Vollerwerb mache, wo dann wirklich jedes Kilo zählt. Also ich versuche schon viel oder möglichst viel Honig zu ernten, aber nicht um jeden Preis. Okay, okay. Und was ist denn so die typische Rähmchen? Also mit was gehst du so durch die Saison? 6, 7, Ja. 8, 3? Ja, mittlerweile eher. Also ich habe es eine ganze Saison mal auf 5 und 6 wirklich nach Binder gemacht und habe dann aber einige Völker gehabt, die waren komplett voll mit Brut. Da war gar nichts mehr Platz. Da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Vielleicht schafft die Königin doch ein bisschen mehr oder die Bienen sind langlebiger oder weiß der Kuckuck. Und deswegen habe ich dann auch schon Völker auf 8 und 9 warm laufen lassen und bin damit auch gut gefahren. Die Kisten waren trotzdem knackevoll, da waren trotzdem 4 Honigräume drauf und trotzdem kein Schwarmtrieb. Also das geht irgendwie, wenn man eine durchgezüchtete Biene hat und ich mache ja, wie gesagt, schon seit ein paar Jahren jetzt Zucht, habe ja bei mir auf der Insel Rügen selber eine Belegstelle vor der Haustür und noch eine angrenzende und deswegen ist es gar nicht so schwer, Zucht für mich zu betreiben. Ich bin ja auch sehr aktiv im Backfassverband Mecklenburg-Vorpommern, bin dort der Belegstellenleiter und der zweite Vorsitzende und so hat man immer Kontakt zu Leuten, die auch wirklich gutes Material haben, wo man auch mal zum Umlaufen hinfahren kann. Das hat mir in den ersten Jahren viel geholfen, da an gutes Königinmaterial, sage ich jetzt mal, zu kommen. Ja, das glaube ich. Cool. Wusste gar nicht, dass du der zweite Vorsitzende bist. Okay. Und die Belegstelle, die du dann leitest, also wie muss ich mir das Leiten denn vorstellen? Ist das organisieren oder ist das tatsächlich vor Ort dann Begattungskästchen annehmen, Geld einsammeln und so? Ja, also die Organisation auch schon so ein bisschen. Also die Leute, die bei uns Königin aufstellen wollen, die melden sich ganz normal natürlich über unsere Internetseite an. Und ich bekomme dann irgendwann Post und weiß, an dem und dem Datum liefern so und so viel Imker Königin an. Ich bin dann vor Ort, es gibt so einen Treffpunkt, wo wir uns alle auf dem Parkplatz treffen. Ich nehme die Königin dann entgegen, bringe die zur Belegstelle, stelle die dort alle auf und muss mich nebenbei noch um die Drohnenvölker kümmern. Und das ist wirklich viel Arbeit, wo die Drohnenvölker sind oder die Belegstelle ist halt ganz, ganz wenig Tracht nur. Das heißt, man muss die Drohnenvölker permanent füttern. Ja. Das heißt, alle 2 Tage fahre ich zur Belegstelle und fütter die mit flüssigem Futter, damit die auch schön weiterhin Drohnen produzieren und die Drohnen nicht rausschmeißen, weil sobald da keine Tracht mehr ist das Erste, was die Bienen halt machen, sie schmeißen die Drohnen raus. Ja. Und das wäre halt nicht so gut auf der Belegstelle. Nee, das stimmt. Wisst ihr schon, was ihr dieses Jahr habt? Oder du? Welche Linie? Oder? Also wir arbeiten jetzt das 2. Jahr auf der Belegstelle bei mir auf der Insel Rügen. Das ist der Gelb, das ist eine Landzunge mit Lutz Ecker zusammen. Und ja, da wird auch dieses Jahr wieder eine Linie von ihm stehen, der sich ja auch spezialisiert hat auf eine Varroa-resistente Biene, will ich nicht sagen, aber die mit der Biene besser klarkommt. Oder mit der Biene nicht, mit der Milbe. Und auch virenresistent ist. Das ist auch noch ein ganz großes Thema, was wir jetzt festgestellt haben, dass viele Bienen zwar vielleicht mit der Milbe klarkommen, aber auch Probleme haben mit Viren. Ja. Das haben wir oft jetzt geprüft in diesem Jahr, haben das zu einem Institut geschickt, haben das dort prüfen lassen und haben dann auch festgestellt, dass sie zwar hohe VSH-Werte haben, aber dann doch irgendwie eine Nosema-Erkrankung oder sowas haben. Und da sind wir jetzt gerade bei, das ein bisschen rauszukriegen. Wir selber vom Imkerverband Mecklenburg-Vorpommern haben jetzt auch ein Projekt, wo wir uns mit dem Thema Varroa-sensitive Biene beschäftigen. Sprich, wir haben im letzten Jahr 120 Königinnen künstlich besamen lassen, haben die mit Milben infiziert, haben die später ausgezählt unter Mikroskop, die Waben. Sind sehr spannende Ergebnisse rausgekommen und in diesem Jahr wird sich dann zeigen, wie gut diese Königinnen dann wirklich sind. Aber das kommt dann alles zum Hobby nochmal dazu und das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit dann nochmal. Gerade dieses Infizieren der Bienenvölker mit Milben, sich dann Milben zu besorgen und die da in die Völker reinbringen. Ja. Das war ein Heidenaufwand. Ja, das glaube ich. Sieht man da
Erfolge, sodass du, also sichtbare Erfolge, die dich motivieren, oder ist das so, ne, als Außenstehender, ich stecke da nicht drin in VSH oder sowas. Ich sehe das nur von außen, sehe, dass da unheimlich viele Leute dran arbeiten und machen und tun. Und die Erfolge sind in Deutschland für mich jetzt nicht so präsent, wie sie teilweise in Amerika sind oder in anderen Landstrichen, wo sie dann sagen, ne, wir haben das hier durchgezogen, und Randy Oliver, der dann, ne, sagte, ich habe im ersten Jahr habe ich irgendwie 2% tolerante Völker gehabt und im nächsten Jahr schon 10 oder 15 und so weiter. Ist das bei euch auch so, oder? Na, da wir das jetzt erst das erste Jahr gemacht haben, kann man natürlich dazu noch nicht so viel sagen. Aber Okay. die Ergebnisse, die wir bekommen haben, was VSH und SMR-Werte betrifft, sind da schon irgendwie Sachen, die Hoffnung machen, wo man sagt, okay, mit den Königen kann man weiterarbeiten, die scheinen das irgendwie zu schaffen, die haben wir auch nicht behandelt. Mhm. Und wir haben das ja schon einige Jahre, oder ich habe einige Jahre jetzt ja schon Belegstellen angefahren, wo bestimmte VSH-Drohnenvölker stehen, die ich mit meinen Königen verpaart habe. Und man kann es jetzt in den eigenen Völkern schon sehen, dass einfach der Milbendruck viel geringer ist. Gerade jetzt in der Winterbehandlung ist mir das aufgefallen. Einige Völker musste ich nicht behandeln, da sind einfach keine Milben gefallen. Die sind einfach sauber. Ja. Und das ist, denke ich, der richtige Weg. Weil keiner möchte unnötig viele Medikamente in sein Bienenvolk kippen. Und wenn man sich eine Behandlung schon sparen kann, ist das auf jeden Fall die richtige Denke. Ja. Vielleicht eine dumme Frage. So, aber trotzdem eine Frage. Wenn Lutz Eggert verkauft ja hier diesen Pin-Test-Stempel und so, ne? Und ob man es jetzt mit dem macht oder mit einer Nadel oder wie auch immer, wenn ich das bei mir mache und sage, okay, ich suche aus meinem Bestand irgendwie immer die besten Königinnen jedes Jahr raus, die Völker, mit denen ich zufrieden bin, und ziehe von denen nach, und ich mache bei allen Völkern diesen Test, und da ist eins dabei, was innerhalb von ein paar Stunden 100% ausräumt. Wie geht das dann weiter? Ziehst du davon nach einfach und testest die Töchter dann wieder da drauf? Oder ich kenne seine Vorträge und er sagt dann halt immer, ja, hier sollte jeder machen und jeder wird dann eine Verbesserung sehen in seinem Bestand. Mir ist nur nicht ganz so klar, was mache ich denn, wenn ich jetzt sehe, da ist was Gutes dabei. Aber das ist eine wilde Landrasse oder irgendwie sowas. Ja, hast du schon recht. Also die Frage ist natürlich nicht dumm, weil dieser Nadeltest hat nichts mit VSH zu tun oder nicht viel, sagen wir es mal so. Mit diesem Nadeltest kann ich nur die Bruthygiene testen. Das heißt, ich kann gucken, wie schnell erkennt ein Volk, oh, die Brut ist beschädigt, abgestorben, und sie wissen, okay, ich muss jetzt anfangen, dort diese Brut rauszuräumen, weil sich dort sonst im Bienenvolk Krankheiten entwickeln können, zum Beispiel amerikanische Faulbrut. Und umso schneller so ein Volk das hinkriegt, umso besser ist es. Wir haben jetzt aber auch festgestellt, dieser Bruthygienetest ist nicht alles. Also die Völker müssen da nicht innerhalb von 6 Stunden alles ausgeräumt haben. Das hat trotzdem nichts unbedingt damit zu tun, dass sie die Milben in den Zellen erkennen und die ausräumen. Das sind so ein bisschen 2 verschiedene Schuhe. Sicherlich ist es immer gut, wenn die Bruthygiene hoch ist, und viele Völker, die auch eine hohe Bruthygiene haben, haben meistens auch hohe VSH-Werte, aber es muss nicht sein. Und deswegen kannst auch du, auch wenn du nur 10 oder 20 Völker hast, einfach mit diesem Pin-Test das mal ausprobieren. Ich habe den bei mir auch zu Hause, das ist schnell gemacht. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wenn die Bienen das ausräumen, wo man weiß, okay, amerikanische Faulbrut hat vielleicht bei mir keine Chance, meine Bienen erkennen sofort, da ist irgendwas mit der Brut nicht in Ordnung, fangen das ruckzuck an auszuräumen, weil ich habe auch schon von Völkern gehört, die das innerhalb von 36 Stunden nicht ausgeräumt haben. Ja. Und die anderen sagen, ist mir egal, wir sind faul oder ich weiß es nicht, warum, aber sie lassen das da einfach drinne, und so hast du natürlich viel schneller eine Vermehrung von irgendwelchen bösartigen Sporen, die man ja nicht haben möchte. Also es ist eher so eine Form, wenn ich jetzt sage, ich markiere mir die 3 potenziellen Zuchtköniginnen für die Saison, wo ich weiß, die sind entsprechend dem, was ich gerne haben möchte. Und von den 3 hat eine zufällig auch noch sehr, sehr hohe Hygienewerte, dann wäre das so die bevorzugte Wahl. Aber es gibt jetzt nichts, wo man sagt, okay, die hat 100% Hygiene, von der muss man unbedingt irgendwie was nachziehen oder machen. Nee, würde ich nicht sagen. Also die anderen Eigenschaften müssen natürlich für mich auch immer passen. Ja. Was nützt mir die hygienische Biene, wenn ich da, weiß ich nicht, nur mit einem Schleier und Vollschutz und Rauch und bringe keinen Honig und Schwärmen?
Möchte ich letztendlich auch nicht haben. Also so eine Killerbiene möchte keiner in der Kiste haben. Meine Bienen stehen immer irgendwo in der Nähe, wo auch Publikumsverkehr so ein bisschen ist. Und wenn die Leute da schreien, irgendwie weglaufen, ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Nee, will keiner haben, stimmt. Nee. Wie viele Königinnen machst du so im Jahr für dich? Oder du verkaufst auch wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich verkaufe einen Teil so ein bisschen, aber wirklich nur an bekannte Imker, also befreundete Imker, sagen wir es mal so, die hier auf der Insel sind und der Königinzucht nicht so zugewandt sind, weil sie es nicht können. Also Ja. bei uns auf der Insel ist das eigentlich gar nicht verbreitet. Ich kenne vielleicht ein, zwei Leute, die so ein bisschen Königinzucht machen, aber dann auch nur eine Standbegattung, was vollkommen in Ordnung ist. Ja. Aber wenn man dann wirklich züchterisch ein bisschen was erreichen möchte und seine Biene wirklich verbessern muss, dann muss ich halt auf eine Belegstelle gehen. Das hilft alles nicht. Und da bin ich, glaube ich, der Einzige hier auf der Insel, zumindest kenne ich keinen anderen, der das so betreibt. Und das spricht sich langsam so ein bisschen rum. Und wenn mich dann einer mal nett fragt, dann finde ich bestimmt auch noch eine Königin für ihn. Ich war letztes Jahr allein in Deutschland auf 7 oder 8 Belegstellen. Das würde ich nie wieder machen. Also das ist sowas von stressig, weil man diese Belegstellenbeschickung ist halt alles sehr Terminsache. Und wenn man da zum Termin die Königin nicht parat hat, dann hast du zwar das Geld bezahlt, aber kannst nicht mehr anliefern. Das war schon, da habe ich mich ganz schön überschlagen, aber ich dachte, auch hier ist nochmal was Interessantes und auch nach Bayern kann man von der Insel Rügen und hier nochmal in Waldau, eine Inselbelegstelle mitten in der Ostsee, die ist so 12 Kilometer vom Land weg. Und da kann man, denke ich, sehr, sehr sichere und sehr, sehr gute Begattung machen. Dann gibt es ja, wie gesagt, noch den Gelben mit Lutz Eckert, der eine hervorragende Selektion macht in meinen Augen. Und wir haben jetzt auch noch eine neue Belegstelle seit diesem Jahr, die haben wir von den Carnica-Imkern bekommen, weil die dort seit einigen Jahren nicht mehr betrieben wird. Die haben die uns überlassen, bevor dieser Belegstellenradius wegfällt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir betreiben die, weil unsere Nachfrage bei unseren Belegstellen so hoch ist, dass wir gar nicht der Anfrage hinterherkommen. Und so haben wir gesagt, dann packen wir noch eine dritte Belegstelle. Und die ist jetzt auch noch auf der Insel Rügen. Und so habe ich alles dicht um mich rum und muss nicht mehr viel fahren und muss nicht nach Bayern oder nach Thüringen oder nach Sachsen fahren, um meine Königin dahin zu bringen. Ja. Da wird die Zeit einfach knapp. Das ist das beste Material direkt um dich herum. Hervorragend. Richtig. Cool. Wie machst du selber Königin? Also, ich meine jetzt, ne, irgendwie Adamstarter oder? Also ich habe viel mit dem Adamstarter gemacht, habe das aber auch schon die Variante nach Josh Good gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man einfach 2 Honigräume beiseite stellt und dort den Zuchtrahmen reinhängt. Also nach 2 Stunden ist dieser Honigraum komplett weiselos. Ich erkläre das jetzt irgendwie mal ganz kurz, das würde für uns irgendwie eine Stunde dauern. Sag nochmal den Namen am Anfang. Josh Good. Okay. Ach ja, hier der Vermehrungs... Ja. Genau, der arbeitet ganz viel mit Paul Junge zusammen und der hat, glaube ich, diese Variante, meine ich, erfunden, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und das geht wirklich wunderbar und die Königinnen sind in sehr, sehr guter Qualität. In diesem Jahr, weil doch jetzt mehr als 100 Königinnen gemacht werden müssen, habe ich mich entschieden, einen Zuchtkrog zu bauen. Okay. Kann man bei Ralf Kolbe im Internet sehen. Also, wenn Edit von Ralf Kolbe mal gesehen hat, da stellt er diesen Zuchtkrog vor. Ja. Dann habe ich noch so ein klein bisschen umgebaut oder ein bisschen modifiziert, sagen wir es mal so. Und da kann man halt relativ einfach viele hochqualitative Königinnen züchten. Und das werde ich in diesem Jahr mal probieren. Ja, cool. Ich kenne die Königin, den Starter nach einer Schwarz. Ist das dasselbe wie von dem anderen Kollegen? Weil es ist, weißt du, wenn du sagst, Honigräume auf die Stelle, wo vorher der Brutraum war, dann weiselos werden lassen und dann die Zuchtlatte eine Stunde später oder sowas rein. Genau. Und dann nachher wieder zum Finisher umbauen. Genau, das ist die ganz kurze, einfache Variante und das funktioniert wirklich sehr gut. Habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich sag mal, man kann maximal vielleicht 20, vielleicht höchstens 30 Königinnen dort machen, die dann noch in entsprechend guter Qualität sind. Aber da ich dies Jahr doch mehr als 300, 400 Königinnen machen möchte, dauert das zu lange und ist zu aufwendig und jedes Mal die ganzen Honigräume hin und her tragen. Artet dann doch wieder in zu viel Arbeit aus, die ich da nicht habe und deswegen habe ich mich entschieden, den Zuchtkrog zu bauen und dann hoffe ich, dass das alles ein bisschen einfacher wird. Cool. Machst du Bilder auf Instagram und so, ne? Dass wir sehen können, wie das dann funktioniert. Na klar. Sonst auch ein guter Kanal, Wanderimkerei Kolbe auf YouTube, kann man den dann wahrscheinlich auch sehen. Super.
So, jetzt ist der Schnee bald weg, dann schiedest du und dann geht es bei euch wann los mit der ersten Tracht? Ich hoffe, möglichst spät. Also es ist wirklich schwierig, die Völker bei uns zum Raps-Startplatz zu kriegen, dass sie wirklich mit Beginn der Rapsblüte bei entsprechender Temperatur schon den Honigraum füllen. Also hier im Norden ist wirklich, gerade wenn die Ostsee jetzt so kalt ist, dauert das noch wirklich lang, bis die Völker sich entwickeln und Trachtreife erreicht haben. Und das ist immer das große Ziel. Zum Glück blüht dadurch der Raps auch ein bisschen später bei uns, wenn man Glück hat. Erste Maiwoche beziehungsweise letzte Aprilwoche. Und das ist immer so das Wettrennen, was ich versuche zu gewinnen, bis dahin die Völker so stark zu haben, dass ich dann wirklich pünktlich den Honigraum aufsetzen kann, um dann möglichst viel Raps oder halt Obstblüte mitzunehmen. So, dann verrate uns mal deine Tricks. Was machst du? Ich verrate dir danach meine, aber... So viele Geheimnisse, glaube ich, gibt's da nicht. Rechtzeitig einengen, würde ich sagen. Wirklich schön zusammenschieben auf 3, 4 Waben. Das bringt wirklich Punkte. Ich habe auch 2 Thermoschiede drinne, Boden geschlossen und eine gute Königin. Muss ich wirklich sagen, ist das A und O. Ja. Als ich angefangen habe, habe ich ja noch viel mit Standbegattung gearbeitet, was durchaus gut funktioniert hat, weil man kann nicht alles auf einmal lernen. Also das ganze System da dann zu verstehen, Honig zu verstehen, wie das alles zu verarbeiten ist und gleichzeitig auch noch Königin zu produzieren und noch so ein bisschen in der Zucht einzusteigen, war in den ersten Jahren einfach zu viel Input. Ja. Und deswegen habe ich erstmal nur mit Standbegattung gearbeitet und als ich dann die ersten Zuchtköniginnen bekommen habe oder selber umgelarbt habe, war doch spürbar eine Veränderung doch noch da. Und ich dachte, okay, es geht vielleicht gar nicht besser, aber doch, es geht immer noch ein ganzes Ticken besser und die Entwicklung im Frühjahr ist wirklich gut oder deutlich zu merken. Und das Nervige, der Schwarmtrieb, ist so gut wie weg. Wenn man seine Völker wirklich gut führt und rechtzeitig Honigräume aufsetzt, habe ich gute Erfahrungen gemacht im Mai. Wenn es gut läuft, maximal einmal Schwarmzellen brechen bei den wirklich guten Völkern. Und das ist schon schön. Und nicht jede Woche daran und das 4 Wochen hintereinander, wenn du da 70 Völker stehen hast, aua der Rücken. Ja, verständlich. Das, kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Da gibt es tatsächlich inzwischen echt schwarmträge Linien. Da muss ich dieses Jahr auch noch mal ein bisschen dran. Ich weiß noch, ich habe auch angefangen, ne? Standbegattung, Landrasse und dann einfach von den Besten irgendwie ein bisschen. Und jetzt, man drückt das dann runter, ne? Da hast du irgendwie so, letztes Jahr waren es vielleicht 10, 12, 15%, die irgendwie richtig in Schwarmlust waren. Eins ist abgehauen, wo du es nicht gemerkt hast und so. Aber es ist ein anderer Schnack, ne? Wenn du dann von anderen Leuten hörst, die dann sagen, nee, machen keine Schwarmkontrolle mehr. Das ist, wie du sagst, erstens geht es nicht bei so vielen Völkern und zweitens ist der Verlust, wenn du 2 Völker verlierst, wiegt ja nicht auf, dass du da jede Woche 50 Völker durchgucken musst oder so. Ja, das stimmt. Das. Bei uns ist es ähnlich. Ich wohne direkt im alten Land. Wir haben hier Obstblüte und ich probiere zumindest immer von der Obstblüte auch was mitzunehmen, was bei den meisten Imkern, die hierher wandern, als Aufbautracht genutzt wird. Und teilweise kommen hier dann Völker mit einem Honigraum. Ich habe schon welche gesehen ohne Honigraum hierher. Und nehmen da die Bestäubungsprämie mit und so. Ich probiere zumindest immer ein bisschen Honig davon mitzunehmen. Aber fängt halt an, Kirsche fängt in der ersten Aprilwoche an. Hier, das ist schon, cool. Ja. Ich probiere mir inzwischen irgendwie Ressourcenvölker zu halten, wo ich dann schwache Völker oder so ausgleichen kann, wo ich dann zumindest, wenn ich die dann aufmache und sehe, sind zu wenig Brutwaben drin, dass ich dann noch frühzeitig noch irgendwie was dazustecken kann. Probiere sie eng zu halten, den Boden zuzumachen und dann, wenn Tracht losgeht, dann halt auch hart auf Brutwaben zu schieden. Aber hast du noch irgendwelche anderen Tipps? Also, keine Ahnung. Ich habe letztes Jahr ausprobiert, Reizfütterung zu machen. Ja. So, im März habe ich so dünnflüssig mit Zuckersirup tatsächlich gefüttert, den ich aber mit Wasser verdünnt habe, so nektarähnlich, so 1:1. War meiner Meinung nach gut. Glaube ich, hat ein bisschen was gebracht. Dieses Jahr hatte ich ein bisschen Zeit und habe angefangen, mal einen Eiweißfutterteig herzustellen selber.
habe das Buch von Bernhard Heuvel gelesen, der hat ja gerade eins rausgebracht. Da war so ein Rezept für einen Eiweißbutterteig im Frühjahr. Ja. Den habe ich so ein klein bisschen noch modifiziert. Lass mich raten, du hast Und das Ei weggelassen. ich habe das Ei weggelassen. Ja. Jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, sagt, ich lasse das Ei weg. Ja, also ich habe es ersetzt. Nicht weggelassen, aber ich habe es ersetzt, weil das Ei ist ja irgendwie doch eine Proteinquelle. Ja. Habe aber einen guten Freund von mir, der in der Lebensmittelindustrie arbeitet und direkt an der Quelle zu Proteinpulver pflanzlicher Seite, also eine Quelle hat. Und der hat mir Sonnenblumenprotein besorgt, was hier ganz in der Nähe produziert wurde, wo ich weiß, das ist irgendwie rückstandsfrei, keine genmanipulierten Sachen dazwischen. Da hat er gesagt, da lege ich meine Hand für ins Feuer, das ist alles Lebensmittel, also wird in der Lebensmittelindustrie verwendet. Da habe ich gedacht, das ist, glaube ich, ein guter Ersatz. Ja. Und das habe ich statt dem Ei aus der Ukraine oder wo auch immer das daherkommt, ersetzt. Und das werde ich jetzt, sobald der Schnee weg ist, auflegen, diesen Futterteig, und dann mal gucken, ob's, also Bernhard sagt, das ist gut. Der hat das ja wieder ein bisschen geändert und ist irgendwie zu Bistron gewechselt. Ja. Ich versuche erstmal den Eiweißfutterteig, einen Schritt nach dem anderen. Ja. Mal gucken. Ja, ich probiere mich da auch immer noch mit, aber bei uns ist oft, also ich glaube, das bringt tatsächlich was, wenn ordentlich Bruttätigkeit da ist, also vielleicht ein bisschen später im Jahr, aber kein Flugwetter. Und bei uns im Norden ist es ja so oft so, ne? Hast du 2 Wochen Dauerregen und hast aber schon ordentlich Brut drin, dann kann ich es mir tatsächlich vorstellen. Ansonsten blüht wahrscheinlich bei euch ja dann auch relativ früh irgendwann. Ein Pollenmangel ist bei uns eigentlich nicht da. Nur manchmal halt Flugwettermangel. Richtig, Flugwettermangel, würde ich auch sagen. Dass einfach dann nochmal im März richtig kalt wird oder selbst im April nochmal, wo sie eine Woche oder 2 Wochen nicht raus können. Und das ist natürlich echt schlecht, wenn du Bienen brauchst, die produziert werden. Dann ist, glaube ich, wirklich erstmal wieder so eine kleine Lücke und die Königin macht eine Pause. Und wenn man dann so einen Eiweißbutterteig dort zur Verfügung hat, kann das auf jeden Fall nicht schaden, würde ich mal sagen. Nee. Gut, dann hast du Raps und dann geht bei euch richtig der Punk ab. Was machst du so, Pi mal Daumen, in einem guten Jahr oder in einem schlechten Jahr pro Volk? Also ich muss mal dazu sagen, ich bin nur Imker hier auf der Insel Rügen, sprich ich mache keine großen Wanderungen, ich bin nur bei mir auf der Insel Rügen unterwegs, dementsprechend ist die Sortenauswahl nicht so groß. Im Frühjahr gibt es dann halt den Raps und es gibt bei uns eine Obstplantage ganz in der Nähe, so 15 Kilometer von mir entfernt. Da wandere ich immer noch mit einem Teil der Bienen hin, um nochmal eine zweite Frühtracht irgendwie zu kriegen, also einen zweiten frühen Honig. Und danach habe ich das große Glück, dass es einen Landwirt gibt, der jedes Jahr, kann man hier ganz gut sehen, 25 Hektar Facelia anbaut für die Imker. Und dann geht's direkt nach dem Raps dahin und das blüht wirklich 4 Wochen lang durch. Und das ist nochmal eine schöne Sache, weil eigentlich ist nach dem Raps dann immer nochmal so eine kleine tote Zeit, so eine Trachtlücke, wo dann erstmal nichts mehr kommt. Und da bin ich immer sehr, sehr froh, dass ich mit meinen Bienen da in die Facelia fahren kann. Die steht wirklich super lange, hat jedes Jahr echt gut gehonigt. Ja, cool. Ja, das ist so die Alternative, die ich noch habe. Ich freue mich, wenn ich mal ein Kornblumenfeld finde, aber das ist echt schon schwierig mal einzufinden. Ganz selten honigen mal bei uns die Linden, was ja in vielen Bundesländern irgendwie noch eine gute Sommertracht ist, die Lindentracht. Ja. Die ist bei mir auf der Insel so gut wie gar nicht vertreten, weil wir, glaube ich, viel Sandboden haben, oft zu trocken ist und dass die Linde einfach nicht honigt. Also ich habe vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre, wo ich mal sagen kann, okay, da kann man wirklich mal Lindenhonig aufs Etikett schreiben. Ansonsten ist das vielleicht eine Sommermischung. Ja. Ab und zu mal ein Waldhonig. Letztes Jahr hatte ich mal so ein paar 100 Kilo Waldhonig. Das war mal ganz nett. Aber das kann man auch nicht fest einplanen. Die Facelia kann ich mittlerweile fest einplanen. Es war gar nicht so einfach, da einen Standplatz zu kriegen. Das wird irgendwie so vererbt. Das wollte ich gerade fragen. Ist nicht dein exklusiver, sondern da stehen wahrscheinlich ein paar mehr Leute, ne? Also da habe ich gleich zu Beginn, als ich mit den Imkern angefangen zu betteln, sage ich mal. Ich möchte meine Bienen hier hinstellen. Ich habe gerade angefangen, gesagt, kannst du mal hinten anstellen, der Landwirt. Der steht da schon seit 30 Jahren, der kommt aus Stralsund und steht da seit 20 Jahren und die möchten nicht, dass da noch welche dazukommen. Und dann durftest du wieder abtreten, weil einer, der 25 Jahre alt ist und sagt, er ist hier Imker, der ist ja noch grün hinter den Ohren und hat keine Ahnung von Imkern und so einen wollen sie da erst gar nicht haben.
Aber ich war irgendwie hartnäckig und habe jedes Jahr da wieder angeklopft und jedes Frühjahr stand ich bei ihm wieder vor der Tür. Und dann gab es da so einen kleinen, ich sag mal, einen Chefwechsel. Und er hat gesagt, ich finde das gut, dass junge Leute endlich mal was machen. Und natürlich kannst du deine Bienen hier hinstellen. Die alten Imker sind mittlerweile alle in Imkerrente gegangen und haben aufgehört. Nun stehen wirklich nur noch wenig Völker da und jetzt gibt es da überhaupt keine Probleme mehr. Ich lade mittlerweile selber ein paar Jungimker ein, die dann fragen, Sebastian, kann ich zu deinem Stand vielleicht noch 5 hinstellen? Bei mir ist irgendwie nichts. Und dann kläre ich das kurz mit dem Landwirt ab, der hat da überhaupt nichts dagegen. Und die profitieren wir alle ein bisschen davon. Und ich jag da keinen weg, weil ich fand das damals auch blöd, dass ich mich da nicht hinstellen durfte, weil bei 20 oder 25 Hektar Parzilla, da können da wahrscheinlich auch 200 Völker stehen und die werden satt. Und die standen da nie. Aber die ältere Generation hatte da was gegen und die Jungen haben da nichts zu suchen. Ja. Aber nur ist das vorbei und alle sind happy und das finde ich gut. Das glaube ich. Und wenn man also das Bild im Hintergrund sieht, ne, teilweise 5 Honigräume drauf, das scheint ja tatsächlich, sich zu lohnen. Ja. Cool. So, dann kommst du nach Hause und schleuderst, wann ist bei euch Saisonende? Wahrscheinlich auch irgendwie Mitte Juli oder? Ja, Mitte, Ende Juli. Heide oder sowas. Also ich hoffe immer noch bis zum letzten Tag so ein bisschen, dass nochmal Waldhonig kommt. Der kommt meistens ziemlich spät, wenn er dann kommt. Mhm. Aber irgendwann sage ich dann auch einfach, jetzt reicht's. Mache ich lieber noch neue Völker. Also aus den Honigraumbienen mache ich dann sehr gerne neue Völker im Kunstschwarmverfahren. Das funktioniert echt sehr gut. Ja. Und so hat man ganz schnell seinen Völkerbestand nochmal verdoppelt, wenn man das dann möchte. Und dann lege ich da lieber Wert drauf, dass ich frühzeitig nochmal junge Völker mache mit neuen Königinnen, dass die gut eingewintert werden. Da hat man dann im Frühjahr mehr Freude dran, als das noch immer weiter nach hinten rauszuziehen. Der Varroa-Druck wird immer höher. Ja. Dann sage ich lieber, ach komm, die 5 Kilo Honig, die machen den Kohl auch nicht fett, lieber gesunde neue Völker und dann glaube ich. Hat man mehr Spaß im nächsten Jahr. Ja, das kann ich verstehen. Wie behandelst du? Wenn du schon darüber reden? Die Kunstschwärme behandle ich einmal mit Oxalsäure, dann ist Feierabend. Mehr kriegen die nicht und das reicht auch aus. Und die Wirtschaftsvölker habe ich gute Erfahrungen mit Apilife Var tatsächlich gemacht. Ja. Ja. Okay. Hört man auch nicht oft. Ja, stimmt. Also Bernhard Häufel war ich ganz erstaunt, dass der in seinem Buch sagt, er macht das auch nur mit Apilife Var. Es sei denn, die sind ganz doll vermilbt, dann nimmt er, glaube ich, Amitraz oder so. Aber ansonsten macht er alles mit Apilife Var. Bin ich bis jetzt gut mitgefahren. Ich habe auch schon mal eine Blockbehandlung mit Oxalsäure gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Bin kein Freund von Ameisensäure, muss ich sagen. Habe ich noch nie ausprobiert. Ja. Obwohl sie ja sehr gut wirkt. Aber die Risiken, die bei der Ameisensäure sind, das weißt du selber, diese Königin-Verlustgeschichte, das ist mir einfach zu heiß. Und wenn man da eine Inselbelegstellenkönigin hat, die möchtest du nicht verlieren, nur weil die Dosierung irgendwie zu hoch war oder das Wetter nicht mitgespielt hat oder was auch immer. Ja. Nee. Letztes Jahr habe ich eine totale Bruteinnahme gemacht. Das ist ja auch irgendwie eine Behandlung gegen die Milbe, ohne da jetzt wirklich mit Behandlungsmitteln zu arbeiten. Ich habe einfach die ganze Brut rausgenommen, habe die Völker nochmal neu starten lassen, habe dann einmal mit Oxalsäure gesprüht oder getropft und dann war Ruhe. Jo. Ja. Also nichts Außergewöhnliches. Obwohl Apilife Var, tatsächlich kennt man nicht so viele, die das machen. Aber es liegt vielleicht dann auch ein bisschen daran, wenn ihr Wert darauf legt, dass die Königin doch eine gewisse Toleranz besitzen, dann ist es natürlich auch eine Sache, die vielleicht hilft. Und ja, Bernhard sagt das ja auch, wobei, wenn man dann mit Amitraz noch einen Joker in der Hinterhand hat, lässt sich das natürlich auch einfach sagen. Ne? Also, richtig. Also das ist natürlich eine ganz schöne Keule, aber ich sage mir auch immer, der ist Berufsimker und der kann sich auch nicht erlauben, da mal 100 Völker einfach wegsterben zu lassen. Der lebt davon. Ja. Und da muss man wahrscheinlich auch mal damit ran. Ja, das finde ich auch. Das muss man auch. Kein Geheimnis. Macht da auch kein Geheimnis draus. Nee. Das finde ich auch gut irgendwie. Ja. Ich finde, das muss man auch tolerieren. Man muss dann halt irgendwo für sich persönlich dann auch die Grenze finden, was das angeht. Wenn die Amis teilweise im Herbst Amitraz und im Frühjahr Amitraz und dann teilweise noch in den Gebieten, wo sie mit Faulbrut nicht klarkommen, dann noch Antibiotika reinkippen. Da muss man sich schon überlegen, ob man die Messlatte nicht schon sehr, sehr hoch gesetzt hat. Aber ja, klar, wenn man das als Berufsimker muss man tatsächlich davon, da sind die 20 € für eine Behandlung und du hast die Sicherheit, dass das Volk überlebt, das vielleicht wert. Ja. Okay.
Dann vermehrst du also nimmst keine Brutwaben raus, du schröpfst wahrscheinlich nicht, du schneidest höchstwahrscheinlich keine Drohnenbrut. Du vermehrst dann nach der Saison mit Kunstschwärmen und den Königinnen, die du vorher schon in welchen Kisten begattet hast? Also ich habe mich entschieden für Apidea-Kisten. Okay. Und bin damit sehr zufrieden, muss ich sagen. Die sind einfach, ich habe die in so Achterblöcken drin, da gibt es so Holzgestelle, da passen 8 so eine Apidea-Begattungskästen rein, die sind super gut, wenn man die auf die Belegstelle bringen muss, weil ich habe selber natürlich jetzt als Belegstellenleiter viel Erfahrung gemacht. Ich habe doch schon viele, ich sage mal, teilweise komische Begattungskisten in der Hand gehabt, wo einige wirklich, wo du gedacht hast, du trägst ein ganzes Volk durch die Gegend, so groß und riesig waren diese Kisten, die einige Imker sich da selber zusammengezimmert haben. Und ich weiß einfach, wenn ich auf der Belegstelle selber meine Königin nicht aufstellen kann, weil ich nicht vor Ort bin, weil die Belegstelle vielleicht 500, 600 Kilometer entfernt ist und ein befreundeter Imker vielleicht die mit runternimmt, dem möchte ich einfach möglichst wenig Arbeit geben und so, dass er nicht jede Kiste einzeln tragen muss und auch nicht super schwere Kisten tragen muss. Und so habe ich diesen Achterwürfel. Ja. Die stellt er hin, macht die Fluglöcher auf und nimmt diesen Koffer wieder mit nach Hause. Und das ist echt eine einfache Geschichte. Okay. Was machst du? Ist immer noch so eine Frage, die ich spannend finde, weil für Imker irgendwie so im mittleren Bereich, du setzt eine Serie Königin an, du hast dann, setzt 20 rein, davon werden 15 angenommen und davon schlüpfen dann nachher 14. So, jetzt hast du deine 14 Apideas, bringst sie entweder zur Belegstelle oder lässt sie standbegatten. Dann ist die Kiste nach der Begattung irgendwie eine Woche später, 2 Wochen später ist das Ding voll. Ja. Was dann? Was machst du dann? Also ich habe ein paar mehr Apideas, also okay. Ein bisschen mehr als 100. Und dementsprechend starte ich immer die Saison so mit 30 Apideas, warte, dass die, wie du schon sagst, irgendwann platzen die halt auseinander, weil da ist nicht viel Platz drin und nehme da einfach 1, 2 Brutwaben raus und starte damit gleich das nächste Apidea-Begattungskästen. Und so habe ich zum Ende der Saison dann irgendwie alle Apideas voll, verteile die Königin irgendwo, gebe noch ein paar ab. Okay. Und dann sind die auch wieder leer. Ja. Also das haut ganz gut hin und mehr muss ich auch nicht haben, weil 120 Apideas sind auch nochmal eine Menge Arbeit, die alle nebenbei bei Laune zu halten. Ja, ja. Cool. Das habe ich auch noch nicht gehört, aber das ist eine gute Methode, weil ich habe Mini Plus und ich habe mich immer gefragt, wie macht man das, wenn du sie auch noch verkaufst und du hast vielleicht nicht gerade alle verkauft und dann hast du die da stehen und musst sie irgendwie wieder umweiseln und so. Ist ja auch, kannst du machen, wenn du 2 Völker hast, aber wenn du ein paar mehr hast, kannst nicht jeden Tag irgendwelche Rähmchen hin und her tauschen und so. Aber das ist eine gute Idee, wenn du dann die neuen damit startest und dann bis zum Ende der Saison erst aufbaust. Das ist ein guter Trick. Wo waren wir stehen geblieben? Du vermehrst am Ende der Saison so mit den Königinnen, die du vorher gemacht hast, über Kunstschwärme. Die Kunstschwärme abwägen klassisch oder Bienenfluchten oder? Ja, Bienenfluchten. Ist super. Du legst ausgebaute Rähmchen, wenn möglich, rein, Königin dazu. Oder genau. Okay. Und dann also meistens habe ich tatsächlich keine ausgebauten zum Ende der Saison mehr, sprich also einen Brutraum mit Mittelwänden, dazwischen eine Königin gehängt und ein klein bisschen Futterteig reingelegt, dann die vollen Honigräume über einer Bienenflucht draufgestellt, einen Tag gewartet, dann sind wirklich 90% unten und kann dann den Honig ernten, habe so ein kleines Laubgebläse, wo ich die letzten Bienen dann noch rauspuste aus dem Honigraum, weil es bleiben ja doch irgendwie ein paar übrig und wenn man irgendwie 100 Honigräume erntet, wenn daneben nur 10 Bienen sind, dann hast du im Schleuderraum kannst noch einen Kunstschwarm machen. Gespart. Ja. Und deswegen puste ich die mit so einem Laubbläser raus, das funktioniert wunderbar. Und so kann ich den Honig schnell in meine Imkerei bringen und dort schleudern. Ja. Und gleichzeitig neue Völker auf Mittelwänden mit neuen Bienen, neuen Königinnen. Ja, super. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dein Stichwort Honig in die Imkerei bringen. So irgendwelche coole Technik, die du mit uns teilen kannst oder Muskelkraft? Nee, Muskelkraft nicht. Na. Also Muskelkraft ist vorbei. Also ich habe eine kleine Handschleuder, da ich bei mir in der Grundschule auch ein Bienenprojekt seit vorletztem Jahr schon mache mit Grundschülern. Wir haben bei uns im Schulgarten Bienenvolk stehen und da habe ich mir dann mal so eine kleine Handschleuder zugelegt, damit die Kinder dann auch mal merken,
was für eine Arbeit das eigentlich ist, diesen Honig aus dieser Wabe zu kriegen, dass er dann wirklich ordentlich mal leiern muss, damit der Honig da auch rauskommt. Aber wenn man dann doch ein paar mehr Honigräume hat, macht so eine 3-Waben-Handschleuder nicht viel Sinn. Und deswegen habe ich schon so eine 24-Waben-Schleuder, die jetzt so ziemlich am Maximum auch schon ist, muss ich sagen, von der Belastung. Ja. Aber das klappt trotzdem noch ganz gut. Die ganze Familie packt immer mit an. Das ist echt schön, weil alles alleine schafft man irgendwann nicht mehr. Ich bin dann bei den Bienen. Ich habe letztes Jahr nicht so viel Honig geschleudert, muss ich gestehen. Da bin ich froh, dass meine Freundin ganz viel mit anpackt und mein Schwiegervater. Bringen den Honig wirklich nur in die Imkerei. Die entdeckeln den dort. Ich habe einen Entdeckelungswachsschmelzer. Entdeckel alles mit einem Messer. Das geht echt schnell. Danach in die Schleuder. Dann wird das gar nicht groß gesiebt, kommt in 2 große Klärtanks, die ich habe, die sind beheizt. Dort lasse ich den Honig inklusive Wachs eine Nacht lang stehen, dann spülen die ganzen Wachspartikel nach oben. Die schöpfe ich nächsten Tag oben ab mit einem Sieb oder mit so einer Kelle und dann kommt alles unten aus dem großen Hahn raus, noch einmal über Spritzsieb und wenn möglich gleich ins Rührfass. Ich habe ein 500 Kilo Rührfass, da kommt das rein mit Programmautomatik. Und dann wird der Honig cremig berührt und nach Möglichkeit gleich abgefüllt. Das große Problem hier nämlich ist, dass ich am meisten Honig an die Urlauber hier verkaufe und die sind natürlich genau dann da, wenn die Bienensaison ist. Das heißt, der Honig muss gleich aus der Wabe ins Glas und das ist wirklich schwierig. Ja. Weil im Sommer oder im Winter ist jetzt hier natürlich gerade überhaupt nichts los. Das heißt, honigtechnisch ist hier nicht so viel zu machen. Ich bin zwar mittlerweile in 2 Rewe-Märkten, die echt den Honig gut abnehmen. Aber ansonsten passiert hier im Winter nicht so viel, weil jetzt natürlich auch Corona-bedingt überhaupt keiner hier auf der Insel ist. Aber nachher im Sommer ist wirklich die Nachfrage so hoch, dass wir im Sommer teilweise gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Und so habe ich ja auch eigentlich meine Imkerei begonnen mit meinen 3 Völkern. Und ich habe gesagt, ich mache so lange Bienenvölker, bis irgendwann der Honig in meinem Keller steht und keiner den mehr haben möchte. Das sage ich jetzt seit 8 Jahren und immer im Januar, spätestens im Februar, habe ich das letzte Honigglas rausgegeben und ich sitze wieder 3 Monate auf dem Trocknen, was überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Ich kann mich dann immer nur bei meinen Honigkunden entschuldigen und sagen, es ist ein Naturprodukt und es ist irgendwann alle und ich habe mir geschworen, ich werde niemals Honig von irgendwelchen anderen Imkern aufkaufen und als meinen verkaufen. Und so ist dann einfach alle, so dass die Leute vielleicht auch wieder ein bisschen ihr Bewusstsein schärfen auf Regionalität und dass regionale Produkte irgendwo begrenzt sind. Und so haben sie dann vielleicht ein bisschen mehr Heißhunger und wissen dann gleich, okay, ab Mai oder ab Juni kann ich wieder beim Bienenkönig neuen Honig kaufen und da weiß ich, der ist hier von der Insel, da kann ich auch mal in die Imkerei kommen, kann mir das alles angucken, wie der Honig verarbeitet wird. Ich habe zum Beispiel auch Bienenvölker direkt an einem Hotel stehen, wo draußen eine große Terrasse ist und 10 Meter entfernt stehen die Bienenvölker und wenn ich da zur Kontrolle hinfahre, habe ich grundsätzlich, ich will mal sagen, 10 Leute um mich rumstehen, die einen dann mit Fragen bombardieren. Und wenn man dann sagen kann, wenn Sie noch einen Honig kaufen wollen oder Interesse haben, kommen Sie einfach vorbei oder hier im Hotel steht der Honig und das funktioniert super. Ja. Die Leute sind sehr interessiert. Ich bin manchmal sehr erstaunt, was gestandene Persönlichkeiten, sage ich mal, doch für Fragen an Imker stellen. Die können wirklich teilweise eine Honigbiene nicht von der Wespe unterscheiden. Ja. Und ich denke, das können meine Kinder in der 4. Klasse. Aber so sieht es anscheinend aus. Ja, ich glaube, das kennt jeder Imker, die Anrufe und die Nachrichten von wegen, hier hat sich ein Bienenschwarm was habe ich letztes Jahr, ein Bienenschwarm in meinen Strandkorb eingenistet. Ja. Da fliegen jetzt immer so 2, 3 Stück rein und raus. Ich sage, du, wenn sich da ein Bienenschwarm eingenistet hat, dann geht da richtig jetzt was ab. Also das merkst du, das sind nicht 2, 3 Stück. Sondern das Verhältnis ist da gar nicht da. Und wenn du schon sagst, Wespen dann nicht unterscheiden können von Bienen, das ist schon... Genau. Also die Erfahrung, die du gemacht hast, die auch mich rufen wirklich jeden Sommer einige Leute an, die dann wissen irgendwie, dass ich Bienen habe und wollen mir dann Gefallen tun und sagen, Sebastian, komm mal vorbei, bei mir im Garten ist unterm Dach, unterm Stuhl irgendwie, was weiß ich, ein Bienenvolk und dann fährst du da an und dann ist es wieder ein Wespennest. Mittlerweile raubt mir das so viel Zeit, dass ich dann immer den Leuten schon höflich sage, könnten Sie mir vielleicht vorher ein Foto schicken? Mache ich auch, ja. Ja, und dann sagen Sie, haben ein Wespennest. Ja, ich darf nicht, aber das sind die Adressen. Genau, weil wenn du jeden Tag oder jede Woche zu 1, 2 Wespeneinsätzen fährst, die ja wahrlich nicht so freundlich sind wie Bienen, ja,
raubt einem das noch mehr Zeit, die ich im Sommer nicht habe. Also ich muss wirklich meinen Zeitplan, der ist ganz schön getaktet im Sommer, um wirklich alle 2 Tage, wie gesagt, auf der Belegstelle selber ein paar 100 Königinnen machen, plus Völker vermehren, plus Honig ernten, plus Honig abfüllen. Ja. Und ich habe nur 6 Wochen Sommerferien. Ja. Die sind wirklich super knapp. Ja, glaube ich. Ja. Wie verkaufst du denn an die Touristen? Haustür? Also ich oder? habe mittlerweile ein paar Hotels, die mich angesprochen haben, ob sie nicht meinen Honig aus dem Frühstücksbuffet anbieten dürfen. Mhm. Gleichzeitig geben sie das ihren Urlaubern als kleines Geschenk noch mit. Oder die können das in der Rezeption erwerben, da geht ganz gut was. Und natürlich Souvenirgeschäfte. Ah ja. Wo man einfach rügentypische Sachen kaufen kann. Ja. Und da bin ich in 1, 2 guten Läden drinne, die schaffe ich kaum zu beliefern. Die würden am liebsten noch viel, viel mehr Honig kaufen. Ich bin fast ein bisschen froh, muss ich jetzt mal so ein bisschen vorsichtig sagen, dass hier im Moment alles so ein bisschen ruhiger ist und keiner hier ist nach Honig schreit, weil ich habe irgendwie wirklich nur noch ein paar abgezählte Gläser, die versprochen sind, aber ich kann jetzt hier kartonweise mehr ausliefern. Ja. Ist wie es ist, ne? Bei uns ist die Hochtouristenzeit ist zur Blütezeit und das ist der gesamte April und vielleicht noch der Anfang Mai. Wir schleudern halt das erste Mal dann Mitte Mai oder sowas ab, ne? Wenn das Gros an Touristen schon weg ist. Das heißt, wir probieren zumindest immer für die Zeit noch was im Keller zu haben. Aber wie du schon sagst, du musst dann eine Ernte im Keller haben, damit du das habe ich noch nicht geschafft. Nee, ich auch nicht. Aber ja, so lange werden die Völker weiter vermehrt, bis das irgendwann klappt. Cool. Ich gucke kurz auf meinen Schmierzettel. Du hast jetzt eine relativ zügige Reise gemacht von Hobbyimkerei zur Nebenerwerbsimkerei. Irgendwas, was du falsch gemacht hast oder was du anders machen würdest oder irgendeinen guten Tipp, den man nicht kennt? Ich glaube, den gibt es nicht. Den Tipp habe ich nicht. Also ich habe ganz, ganz viel Imkereien mir angeguckt, größere Imkereien, weil ich schon ungefähr wusste, wo die Reise hingeht. Leider gibt es bei mir auf der Insel wirklich ganz, ganz viele kleine Imker nur, die so 5 oder 10 Völker im Garten haben, wo ich mir nicht so viel abgucken konnte. Die kennt man irgendwann und weiß, wie die imkern. Die haben teilweise sogar noch einen schönen historischen Bienenwagen, was eine ganz tolle Art der Imkerei ist, wie ich finde. Ja. Aber dort mehrere Bienenvölker wirtschaftlich zu bearbeiten, ist ein Unding in meinen Augen. Also schafft man nicht, da 70, 80 Völker zu bearbeiten, da würde ich K.O. gehen. Das schaffe ich nicht. Und so bin ich durch den Backfastverband an einige größere Imker, die dann so die Größenordnung so ein bisschen über 100 Völker haben. Und da kann man sich echt ein paar gute Sachen, ein paar schöne Sachen abgucken, wie die ihre Völker bearbeiten, was die an Technik haben, welche Technik man wirklich braucht oder welche man vielleicht auch einfach nicht kaufen braucht, weil du weißt selber, Imkertechnik ist super teuer. Ja. Und da kann man ein halbes Vermögen für ausgeben. Und ich sage mir immer, man muss nicht jedes Gerät haben, aber ein paar sinnvolle Sachen gibt es schon. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch so einen Beutenheber besorgt, irgendwie so ein einfaches Gerät, um nicht die ganzen Honigbäume immer beiseite zu stapeln und in den Brutraum zu gucken, alles wieder hochzustapeln. Da gibt es ein paar relativ günstige Sachen, ohne dass man gleich mit einem großen Kran da ankommen muss. Und ja, das sind so ein paar nette Sachen, es gibt halt viele Beutenkräne oder viele Beutenheber so im Internet zu sehen und welcher ist jetzt davon der beste. Ja. Keine Ahnung, wenn du noch keinen davon in der Hand hattest, kann man sich vielleicht mal alles auf einer Messe angucken. Aber Messe ist ja im Moment auch ein bisschen schwierig. Und da bin ich dann immer froh, wenn ich bei meinen Imkerkollegen mal gucken darf und sage, oh, kann ich deine Karre mal ausprobieren, kann ich damit mal deine Völker mal hochheben, wie ist es? Und das hat mir wirklich geholfen, muss ich sagen. Da nicht so viel in komische Sachen zu investieren, die dann irgendwie das ganze Jahr nur rumstehen, teuer waren, habe ich noch, ich muss sagen, kein Fehlkauf so wirklich gemacht. Ich habe noch nichts bereut, was ich bis jetzt gekauft habe. Cool. Ja. Ja, das ist gut. Das hört man aber auch oft von. Es gibt, gefühlt gibt es nur das eine Lager. Entweder volle Granate Technik und Schleuderstraße und darauf sparen, dass hier ist, oder das ein bisschen lockerer anzugehen und dann zu gucken, dass man mit den Sachen, die man irgendwie günstig bekommen kann, das Bestmögliche rauszuholen. Gerade so Schleudern und so, ne? Kannst ja ein Geld lassen. Dafür, dass du sie 2-mal im Jahr benutzt, ist schon eine Menge Geld, was da. Aber nichts ist schlimmer, wenn die Schleuder in der Saison kaputt geht. Aber hast ja noch deine 3 warmen Handschleuder. Ist alles gut. Ja, überall. Da hast du richtig Spaß.
Ja, also es ist noch nie passiert, toi, 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 aber das sollte Ja, man auch immer im Hinterkopf haben, auch wenn man, wie du schon sagst, die Schleuder nur 2, 3 Mal im Jahr auspackt, aber wenn man da vielleicht am falschen Ende spart und das Ding genau zur Saison dann die Hufe hochreißt, ja, dann flugst du richtig. ja, das stimmt. Wie machst du das platztechnisch? Hast du irgendwas angemietet oder einen großen Hof oder? Weder noch. Okay, Also meine Imkerei ist bei meinen Schwiegereltern im Haus. ja, Die haben ein schönes großes Haus direkt in Bergen, also bei mir auf der Insel in der Innenstadt. Und da war früher ein großes Modegeschäft drinne. Und wir sind jetzt aber vor ein paar Jahren dort rausgegangen aus dem Laden, der direkt in dem Haus von meinen Schwiegereltern ist. Und der Laden stand ein paar Jahre leer und wo wir dann gesagt haben, wieso bauen wir hier nicht die Imkerei an? Hier ist alles gefliest, hier ist ein Tresen, hier ist Arbeitsfläche, hier sind über 100 Quadratmeter Platz. Und hier kriege ich gerade so jetzt den ganzen Krempel irgendwie unter und das funktioniert super. Also bin ich sehr, sehr froh, dass ich das hier irgendwie nutzen kann. Bei meinen Schwiegereltern, es ist gleich in der Familie, hat immer irgendwie einer ein Auge drauf. ja, Und bin ich sehr dankbar darüber, dass das hier irgendwie alles so geklappt hat. Weil eine große Halle bauen, das kostet echt ein Vermögen und solange die Hobby oder das nur eine Hobby-Imkerei ist, brauche ich keine Riesenhalle bauen, weil hier mittlerweile bei mir auf der Insel die Grundstückspreise so hoch sind, ja. da willst du nicht mal eine Halle bauen. Nee, das glaube ich. Das, nee, das wird dann ja auch irgendwann, das muss sich ja auch irgendwie wieder rentieren und muss ja wieder reinholen. Du willst ja auch in die nächsten 20 Jahre für Genau. Metallgerüst irgendwie arbeiten. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Genau. Und noch komme ich hier ganz gut klar, komme ganz gut mit meinem Tetris-System klar und Ja, funktioniert. Noch alles ganz gut. Ich denke, 100 Burger kann man hier gut noch drinnen bewirtschaften, inklusive alles einlagern. Ich habe wirklich nur ganz wenig Sachen bei mir zu Hause direkt. Da steht eigentlich nur meine Sachen zum Wachs ausschmelzen. Das habe ich bei mir zu Hause. mhm. Ansonsten, und die Königinzucht, die mache ich bei mir zu Hause. Und ansonsten ist alles hier wirklich in meiner kleinen Imkerei und passt alles. Wie schmilzt du Wachs? Ist irgendein gutes Gerät? Ja. Na, Es gibt nur erzähl. ein gutes. Nee, es gibt nicht nur ein gutes, da bin ich jetzt vorsichtig, aber ich habe, glaube ich, ein sehr, sehr gutes mir geleistet. Es gibt von Hamag eine Wachsschleuder. Ja. Der, Das ist ein Traum. ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, die kosten ein paar Mark, Mhm. aber die Wachsausbeute ist super. Also nahezu 100% würde ich sagen. Und man muss danach nicht elendlich lange die Rahmen sauber machen und nacharbeiten, weil das kostet wirklich viel Zeit. Und ich kenne keinen Imker, der sagt, yeah, heute Wachsschmelzen. Ja. Habe ich mich schon die ganze Saison drauf gefreut. Endlich geht es los. Das ist wirklich, glaube ich, eine gehasste Arbeit und da bin ich froh, wenn das schnell erledigt ist. Und da kommen gerne auch mal ein paar hundert Waben zusammen und deswegen bin ich froh, dass ich diese Wachsschleuder habe. Ja. Die schafft eine Menge weg. Und so Was habe ich heißt das. eine Menge? Also, so, was kriegst du da weggerissen, wenn du da am Nachmittag stehst oder so? 300 Rähmchen schafft man gut am Nachmittag. Da dann Drämchen. Oder Honigraum jetzt. Also. Na, ich habe meistens so eine Mischung irgendwie zwischen. Also ich habe es nicht genau ausgezählt, aber so ungefähr 300 Rahmen kriegt man da schon gut Ja, gepackt. das ist eine andere Also das Ding arbeitet sehr effektiv. Mhm. Und ich habe halt 2 Körbe, das heißt, du kannst einen immer beschicken, der andere ist gerade in der Schleuder, dann dauert er 7, 8 Minuten, sag ich mal, dann ist da wirklich 99% ausgeschleudert und du hast keine Reste irgendwie mehr an den Rähmchen hängen. Das Wachs ist gesiebt und kommt gleich ziemlich sauber dort raus, weil das ja in den Körben drin steht, in dieser Wachsschleuder. Das heißt, die größten Schmutzpartikel bleiben auch im Korb drin, den kratzt man einmal mit einer Maurerkelle aus und ist eine saubere und schöne Geschichte, muss ich sagen. Cool. Ja, da muss ich auch nochmal irgendwie. Deswegen frage ich so interessiert, ich hasse Wachsschmelzen. Das ist. Also das ist auch eine Sache, wo ich wirklich schon das 3. Gerät jetzt mittlerweile habe, wo ich sage, hätte ich das vorher gewusst, das mit dem Wachsschmelzen ist echt schwierig. Ja. Da wirklich Qualität zu haben, was schnell geht und wo die Rahmen auch sauber nach sind und du eine gute Ausbeute hast. Also ich hatte auch schon ein Gerät, da war noch so viel in dem Trester, noch so viel Wachs zwischen, wo ich sage, schade drin. Und mittlerweile ist ja Wachs wirklich ein hochgehandeltes Gut. Und ich habe jetzt seit 3 Jahren meinen eigenen Wachskreislauf. Das ist wirklich ein hartes Stück Arbeit, da nur mit seinem Wachs klarzukommen. Gerade wenn die Völkerzahlen jedes Jahr wachsen, dann hast du immer ein Wachsproblem. Ja. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, jetzt bin ich über den Berg rüber und bin froh, dass ich sagen kann, ich habe kein zugekauftes Wachs, habe alles abgegeben, was mir nicht gehört und habe irgendwann einen Cut gemacht und habe immer fleißig gesammelt. Und jetzt ist es geschafft. Ja, cool. Ja, da muss ich
Mach mal auf deinem Instagram-Kanal, mach mal ein Video, wenn du irgendwann mal Wachs machst. Ich kenne das Ding zwar so aus ein, zwei Videos schon, aber es würde mich tatsächlich echt mal interessieren, wie das, ne, wie man das tatsächlich dann auch richtig einsetzt und nicht so, weißt du, so eine Show-Präsentation, wo man sagt, so jetzt kommt das hier rein, ne, und dann machen wir den mal an und so, sondern so richtig, wie sieht das Teil aus, wenn es dreckig ist und wie holt man das Zeug da raus und so. Das ist, ne, ich arbeite noch mit hier so zwei Dampfmeistern an einer Tonne da. Das ist halt einfach scheiße. Das nervt. So ein Tapetenfilter? Ja, es Als ist. steht, ja. Hatte ich auch mal. Kann man machen. Nee. Muss man aber nicht. Nee, ich habe es auch nass ausschmelzen probiert und so weiter, aber es ist ja noch mehr Dreck. Und also, ja, irgendwann muss man da wohl mal ein bisschen investieren. Ich habe auch schon ein paar findige Leute gesehen, die haben jetzt mit so Dampfsauna-Generatoren so quasi das Ding nachgebaut. Okay. Aber ich weiß ja auch immer, wie es ist. Wenn du es dann brauchst und funktioniert nicht oder ist kaputt, ist blöd. Ja. Cool. Quasi fast letzte Frage. Wie dokumentierst du, ist ja quasi jetzt, ne? Also als Belegstellenleiter und so in der Zucht engagiert, wie dokumentierst du deine Völker oder deine Königin oder was machst du, was schreibst du auf oder wie? Also mittlerweile dokumentiere ich ganz klassisch fast irgendwie auf dem Beutendeckel irgendwie ein paar, da mache ich mir mal so ein paar Informationen. Also bis 20 Völker habe ich das immer noch hingekriegt, da stand nie was drauf. Ja. Und dann Imkerkollegen bei mir waren, da konnte ich genau sagen, in der ist die drin, in der ist die drin. Woher weißt du das? Ich glaube, das hatte ich noch im Kopf. Ja. Man ist seine Damen, aber irgendwann, wenn du dann dreimal gewandert bist und alle Beuten 10-mal umgerückt hast, dann weißt du irgendwann nicht mehr, was da drin ist. Und dann habe ich angefangen, mir das alles im Deckel zu schreiben, zumindest was für eine Königin dort drin ist, wo die angepaart wurde, dass ich so einen kleinen Überblick habe mir dann bewusst auch verschiedene Linien an einen Stand gestellt, um dann wirklich auch die Unterschiede zu sehen. Alle haben die gleichen Bedingungen dort im Umkreis, was sie sammeln können vom Trachtangebot, um dann auch wirklich den Unterschied zu sehen, okay, diese Linie kommt ein bisschen später, die ist eher in Schwarmstimmung, die bringt mehr Sommerhonig, was auch immer. Und wie gesagt, da steht alles auf der Kiste drauf. Wenn mir jemand besonders gut auffällt, dann kriegt er mal so ein kleines Kreuz an die Ecke. Und wenn er dann über die Saison ein paar mehr Kreuze gesammelt hat, dann kommt er wirklich in die engere Auswahl und dann gucke ich wirklich nochmal nach, okay, wer war denn die Urgroßmutter und wo stand die denn da mal und hier mal und warum und weswegen und versuche das so ein bisschen für mich zu verstehen. Aber diese Königinzucht ist wirklich ein sehr, sehr komplexes und schwieriges Thema mit dieser ganzen Vererbungsgeschichte. Das ist alles gar nicht so einfach. Ich habe jetzt viele schwierige Bücher, muss ich wirklich sagen, studiert in der letzten Zeit. Da war ja doch ein bisschen mehr Luft, ein paar Bücher zu lesen. Ja. Und trotzdem habe ich mir immer noch so ein kleines Buch in meinem Auto liegen, wo dann alles nochmal doppelt drin ist, falls doch irgendwie mal ein Deckel wegfliegt und ich das nicht mehr zuordnen kann oder mir einer einen Streich spielt oder was auch immer, habe ich immer noch mal im Buch stehen, okay, die und die Linie ist in der und der Kiste drinne als kleines Backup. Und mehr habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Ja. Ne, das ist gut. Gut zu wissen. Also es kristallisiert sich raus, dass Beutendeckel doch das Maß der Dinge ist. Ich habe die Tage ein Interview gemacht, das ist noch nicht erschienen auf dem Kanal, aber dann, ne, wenn das Video erscheint, ist das andere wahrscheinlich auch schon online. Ein Kollege aus Norwegen, der hat mir auch einen guten Tipp gegeben, was ich dieses Jahr mal probieren würde, ist einfach mit Stecknadeln arbeiten. Ne? Gut, ich habe Styroporbeuten ja auch, da kannst du mal eben was reindonnern. Und er sagt, er hat einfach Kreppband oder Ducktape an der Seite drauf, da sind dann drei Reihen drin für schwarmlos Honigertrag oder was auch immer und der setzt dann einfach nur eine Reißzwecke irgendwie hoch oder runter. So. Und kann dann am Ende der Saison sehen, ob es gute Königinnen waren oder nicht und so. Das werde ich vielleicht auch dieses Jahr nochmal ausprobieren, ob das irgendwie funktioniert, weil Apps und Schreiben und so weiter, es klappt irgendwie nicht, wenn du so viel Völker durchzugucken hast und ja, ich habe es auch mal mit einer App versucht tatsächlich und habe immer gedacht, ich führe die immer, wenn ich am Bienenstand fertig bin, tippe ich alles in die App ein und ist das fertig. Klappt nie. Also da bin ich zu undiszipliniert und dann kommt wieder hier ein Anruf und dann möchte einer wissen, wann kann er seine Königin anliefern und der andere fragt, hast du mal eine Königin und dann kommt noch einer und ruft an, kannst du mal einen Schwarm einsammeln und eigentlich willst du aber zum nächsten Bienenstand und eigentlich wolltest du aber gerade noch ein paar Informationen zur Königin in dein Buch eintragen oder in deine App. Ich habe es aufgegeben. Ja.
muss ich wirklich sagen, ich habe mir das jedes Jahr vorgenommen, du führst immer deinen Stand vernünftig, hackst das ordentlich ab, bevor du losfährst. Es wird mit Edding auf den Beutendeckel von innen geschrieben und fertig. Ja, verstehe ich. Wie geht's weiter mit deiner Imkerei? Ziel ist immer noch mehr Honig zu machen, sodass du eine Ernte im Keller hast? Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Okay. Aber also das wandern wirst du nicht. Also das Ziel ist es schon, mal eine Ernte im Keller zu haben, wie man immer so schön sagt. Aber ich glaube, es ist weit unter, also man muss schon deutlich über 100 Völker sein, um das irgendwie zu beschaffen. Mhm. Weil die Nachfrage wird glücklicherweise nicht weniger. Also ich mache irgendwie, außer auf Instagram, naja, indirekt würde ich sagen, so ein bisschen Werbung. Aber ich habe jetzt keine Werbung auf dem Auto oder fahre irgendwo hin und sage, wollen Sie meinen Honig haben? Das ergibt sich immer irgendwie, der eine kennt den anderen und hier und da und auf der Rebe sagt, auch den kenne ich auch noch und die wollen auch was haben. Und ich musste wirklich schon ein paar Märkten absagen und gesagt, ich muss erstmal gucken, wie der Winter wird, wie viele Völker das früher erleben, um dann irgendwie abschätzen zu können, okay, ich kann doch noch einen weiteren Markt beliefern. Ja. Und so geht's erstmal weiter, aber ich komme immer mehr in Probleme, sag ich mal, mit dem Schulzweig. Also ich bin sehr gerne Lehrer und es macht mir super viel Spaß, in der Grundschule zu arbeiten und gerade das Teamprojekt weiterzumachen. Meine Chefin weiß das auch, dass ich da meine ganzen Sommerferien irgendwie für Opfer für die Bienen. Alle Kollegen kommen dann nach den Sommerferien in die Schule und sind braun gebrannt und ausgeruht und ich habe irgendwie Augenringe und sehe aus, als hätte ich 5 Wochen im Krankenhaus gelegen. Und meine Kollegen sagen, wo warst du? Was hast du gemacht? Ich sage, naja, ihr wisst doch, wo ich war. Ich war nur draußen und habe das und jenes und das wieder gemacht. Ja. Also ich muss da irgendwie jetzt demnächst mal eine Lösung finden und sage, vielleicht ein paar Stunden weniger Lehrer oder doch ein paar Bienen weniger oder noch effizienter arbeiten oder noch jemanden einstellen oder ein paar Praktikanten oder habe ich noch keine Idee. Dieses Jahr ist jetzt so ein bisschen für mich, mal gucken, wie weit kann ich das wirklich ausreizen, wie viel schaffe ich und ich möchte am Ende auch noch Mensch bleiben und irgendwie Familie steht auch noch an und das will ich auch nicht vernachlässigen. Klar, spannend. Cool. Absolut. Dankeschön. Das war ein sehr, sehr schöner Einblick in eine Imkerei. Ich glaube, da können sich ganz viele mit identifizieren, mit der Art, wie du das machst, dem, was man so zwischen den Zeilen hört und so, deine Einstellung zu Bienen. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Freut mich. Danke. Dankeschön. Dann sehr gerne. Wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören uns. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Mach's gut, ciao.